Okay, guten Morgen hier aus Multan in Pakistan. Ich bin gerade eben schon wieder vor der Polizei geflohen. Eigentlich hatte ich es nicht vor, heute zu fliehen. Was war denn da schon wieder los? Ich bin mit meinem Motorrad von München nach Pakistan gefahren. Hier ist es so, ich darf mich nicht frei bewegen. Es sind Tag und Nacht immer Polizisten um mich herum, um auf mich aufzupassen. Die Begründung? Pakistan will keine Schlagzeilen. Wenn also mir als europäischen Touristen irgendetwas zustößt, ich an einer Banane ausrutsche, befürchten die wieder einen Imageverlust. Tourist verletzt sich in Pakistan. Die Lösung? Mich durchgehend eskortieren, 24/7. Was an sich ja theoretisch lieb ist, aber in der Praxis relativ anstrengend. Seit 2 Wochen keine Freiheit mehr, nur Befehle. Bleib stehen, geh dahin, wir fahren weiter, bleib wieder stehen. Aufgrund dessen kann es mal vorkommen, dass ich vor der Security fliehe. Ich bin gerade eben schon wieder vor der Polizei geflohen. Eigentlich hatte ich es nicht vor, heute zu fliehen, aber ich suche gerade eine Bank, ein ATM, um Geld abzuheben. Und die hatten keinen Bock drauf. Die wollten mich schon wieder aus der Stadt raus eskortieren, um ihre Schicht schnellstmöglich zu beenden. Aber ich brauche Geld. Darum bin ich einfach während der Eskorte stehen geblieben. Die haben es nicht bemerkt und ich bin relativ froh darüber, wieder alleine zu sein. Die suchen jetzt wahrscheinlich panisch nach mir. Ist mir aber in dem Fall jetzt egal. Mal gucken, wann die mich finden. Es wimmelt hier einfach nur so von Polizisten. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich kann ja schon verstehen, dass die Polizei gar keinen Bock drauf hatte und mich stattdessen einfach aus der Stadt raus eskortieren wollte. Ich musste selber 10 verschiedene Banken abklappern, bis ich einen funktionierenden Automaten gefunden habe. Okay, hier hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Die beiden Polizisten da haben ganz schön neugierig geschaut, ne? Was wohl ein Tourist hier alleine macht wahrscheinlich. Kommt nicht oft vor. Ich frage mich, wann die eine Meldung rausschicken, dass ein Motorradtourist fehlt. Take money. Huh? Take money. No, it doesn't work. Your country. In Germany. Germany. From Germany, yes. Bye bye. Hello, brother. Hello. Hello. I'm from Germany. And I have to invite you to come our city. I'm inviting you. Invite? You invite me Yeah, I'm inviting you. to your house? Yes. Okay, that's funny. Take care of. Really? You mean this? You're fully serious? Yeah, inshallah. Yeah. What the hell? Okay, okay, es passieren schon wieder Dinge Schlag auf Schlag. Wie soll ich sagen? Es passieren Dinge. Ich wurde eingeladen. In dem Fall würde ich die Einladung tatsächlich liebend gerne annehmen, weil ich bin mir nicht sicher, wo ich schlafen soll hier in Pakistan. Zeltplatzsuche in Pakistan ist ein bisschen anders. Ein bisschen gefährlicher und auch ein bisschen, weil das Land so dicht bevölkert ist, schwieriger. Yes, yes, yes. Geil. Das ist die 10. Bank, die ich jetzt versuche. Endlich funktioniert. Die Sonne geht gleich unter, es ist jetzt 15 Uhr. Ich brauche einen Schlafplatz. Ich glaube, ich nehme die Einladung tatsächlich an. Die Polizei ist mit Sicherheit auf der Suche nach mir. Keine Ahnung, ob ich später Ärger kriege. Spielt aber auch keine Rolle. Vielleicht finden die mich gar nicht. Es geht ja um meine Sicherheit. Und damit willkommen zu einer neuen Folge in der Serie Meine Reise nach... Endlich folge ich auch mal kleinen Seitenstraßen, nicht nur der großen Hauptstraße, hier auf so einem Feldweg. Ach, es ist ein schönes Gefühl, wieder frei zu sein. Ich könnte, wenn ich wollte, auch dahin fahren, zu der Stadt, aber ich kann auch hier abbiegen. Ich kann auch wieder zurückfahren, ich kann überall hinfahren, wo ich möchte. Das hat mir so gefehlt. Ich könnte auch hier stehen bleiben, mit den Damen da quatschen, wobei, nee, das nicht. Ich glaube nicht, dass ich mit den Damen da quatschen könnte. Das ist Haram. Alles schön grün, Sonnenuntergange. Ups. Und ich vergesse, dass ich links fahren sollte. Passiert mir immer wieder. Wartet mal kurz, ich will was testen. Es ist still.
Es ist einfach nur still. Das erste Mal hier in Pakistan. Hin und wieder kommen Motorradfahrer vorbei, die komisch schauen, was ich hier mache. Aber ich genieße einfach nur die Naturgeräusche. Das erste Mal seit langem. Ich finde es im Moment so angenehm, hier durchzufahren. Es ist einfach eine Abwechslung. Ich glaube, die Luft ist hier trotzdem voller Abgase. Ich bin zwar nicht direkt an der Hauptstraße, aber noch nah genug, dass hier alles so neblig ist. Egal wie sehr ich es genieße, meine Freiheit hält nicht lange an. Die Verkehrskontrolle an der Hauptstraße hat mich sofort erkannt. Naja, es war schön, solange es währte. Ich dachte, ich bin frei. Ich habe ungefähr 2 Stunden Freiheit genossen. Der Typ, der mich gerade eben eingeladen hat, ich musste ihm absagen. Ich schreibe ihm gleich, ich werde nicht bei ihm vorbeikommen können. Ich werde halt dort pennen, wo es mir die Polizei befiehlt, leider. Wie immer, wie immer. Oh man. Oh. Why are there everywhere police? Erfreut bin ich von der Entwicklung nicht unbedingt. Aber wie vorher bereits erwähnt, die bestehen aufgrund einer interessanten Regelung so sehr auf eine Eskorte. Firewall police is coming for your security. For my security again. For my security or his security? His security. His security. His security. Not mine, okay. Ja, ich wollte niemandem Ärger machen. Die sind ja auch nur einzelne Menschen, die einen Job haben. Pakistan will, wie gesagt, Schlagzeilen vermeiden. Und unabhängig davon, ob es tatsächlich gefährlich um mich herum ist eine Anordnung eine Anordnung. Übrigens, mein potenzieller Gastgeber von vorher, er hat sich dazu entschieden, mich besuchen zu kommen. Hey brother, how are you? Thank you for coming. Have you permission from police? No. No? Das ist der Typ, den ich vorher in Multan getroffen habe. Ja, schade. Ich darf bei ihm nicht bleiben. Okay, das hier wird wohl meine neue Eskorte sein. You're the new escort. The new escort, wow. Hello, hello. How are you? Hello. Kommando. The Special Forces. Elite Force. Special Force anscheinend in dem Fall. Die passen ganz besonders auf mich aus. Einerseits vor Terroristen, die es hier in der Region nicht gibt. Vielleicht, damit ich nicht nochmal fliehe. Die Eskorte scheint mir deutlich professioneller. Mit denen kann man reden. Die haben mir erlaubt, zusammen mit meinem neuen Kumpel in einem Restaurant Abendessen zu gehen. Darum stelle ich mein Motorrad bei ihm zu Hause ab und wir fahren in seinem Wagen los. Alright, you sit on this side. Yes, yes. Okay, wir gehen jetzt essen. Die Polizei kommt in einem anderen Wagen. Selbstverständlich begleiten die mich auch zum Restaurant. Langsam gewöhne ich mich daran, dass immer 4 bewaffnete Herren um mich herum sind. Langsam wird's normal. Vielleicht wird's mir irgendwann auch ein bisschen fehlen. Kontext: Ich fahre nun seit mehr als 2 Wochen mit einer Eskorte durch Pakistan. Seitdem werde ich beschützt wie der amerikanische Präsident. Obwohl es mir nicht gefällt, ist es ein spannender Abschnitt meiner Reise. Der Typ bestellt und bestellt und bestellt. Es nimmt kein Ende. Zum Essen. Wer nach Pakistan reist, soll gegen scharfes Essen gewappnet sein. Es ist alles scharf. Und obendrauf heißt der Lokal auch noch Hot and Spicy. Wer soll das denn alles essen, Alter? In my views, it's not too much. It's not too much. It's not too much. Really? Then what is much for you? The whole Yeah, absolutely. Zu meiner Überraschung hat er so gut wie gar nichts gegessen. Ich hab's einfach so angenommen. Und dann ist etwas Furchtbares passiert. Er lässt nicht zu, dass ich irgendetwas davon auch nur ansatzweise bezahle. Seine Begründung: Du bist der Gast in meinem Land. Weil Rest wurde eingepackt. Ich glaube, 4 Leute hätten damit satt werden können. Und ich war der Einzige, der da wirklich was gegessen hat. Come. Thank you so much, man. It's only for you. Thank you, man. I'm your brother. Like crazy, man. We just met in the streets, man. It's crazy. Thank you so much, man. Problem in your future, and you can contact me. Es passt mir einfach nicht in den Kopf rein. Woher kommt denn diese Liebe zu Fremden? Es ist und bleibt beeindruckend. Heute Nacht werde ich wohl auf der Polizeistation übernachten.
Auch nett, dass ich kostenlos auf der Wache schlafen darf. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Das wird wohl mein Hotel für die Nacht sein. Die Polizeistation mal wieder. Doch eine andere Wahl habe ich sowieso nicht. Der von vorher im Restaurant hat angeboten, dass ich stattdessen bei ihm übernachten dürfte. Hätte seine Familie kennenlernen können, wäre, glaube ich, ein schöner Abend gewesen. Leider darf ich das nicht. Nirgendwo übernachten, wo keine bewaffnete Security bereitsteht, heißt die Anweisung. Die Polizei will kein Risiko eingehen. Can I sleep here? No, No? give you the bed. For me this is good here. For me this is perfect here. No? Your bed. My bed. I even have a bed here. Wow, okay. Thank you so much, man. Shukriya. Guten Abend, Leute. Heute Nacht mal wieder hier aus einer Polizeistation. Ich glaube, ich kann mir merken, Einladungen in Pakistan annehmen und bei fremden Leuten zu übernachten, funktioniert nicht mehr in der Form, wie ich es normalerweise gewohnt bin. Es ist halt auch eine Erfahrung, eine coole Erfahrung, aber irgendwie auch ein Problem. Ich kriege nämlich gar nichts von der pakistanischen Kultur mit. Gar nichts. Hier ist ein Handy. Okay, naja. Ich kriege gar nichts von der pakistanischen Kultur mit. Ich sehe nur Polizisten und Militäreskorten, nichts anderes. Und heute Nacht hätte ich die Chance gehabt, mal wieder Leute kennenzulernen. Naja, hat wohl nicht geklappt. Ich bin ja, wie gesagt, schon dankbar für den Aufwand, den man für mich betreibt, aber zugegebenerweise auch etwas verärgert, da ich bis jetzt nicht viel von Pakistan gesehen habe. Man mutet mir keine Verantwortung zu, aber lustigerweise nicht jedem. Ich kenne Reisende, die zum selben Zeitpunkt in Pakistan sind und die reisen komplett alleine, bleiben dort stehen, wo sie möchten, vollständig ohne Eskorte. Ich habe komplett vergessen, dass morgen Weihnachten ist. Habe ich vollständig vergessen. Aber Weihnachtsstimmung in Pakistan gibt's nicht so wirklich. Stattdessen habe ich mir eine neue Mission vorgenommen. Über die Weihnachtsfeiertage, wobei das hier wahrscheinlich keine Feiertage sind wahrscheinlich, irgendwo Videos schneiden. Muss ja auch gemacht werden. Und das nimmt einige Tage in Anspruch. Darum benötige ich eine günstige Unterkunft. Das ist die Mission für heute. Nach 2 Stunden Verspätung fahren wir endlich los. Wir fahren in die Stadt Jang. Das ist ein ganz anderer Polizeibezirk. Mir wurde gesagt, dass ich dort länger bleiben darf. Na gut, cool, fahren wir dahin. Alter, guckt euch die ganzen Motorradfahrer hier an. So viele Motorradfahrer. Und was soll diese Musik hier? An dem Tag geht es nur sehr träge voran, aufgrund der Straßenbeschaffenheit. Also die Straßen hier wurden wahrscheinlich seit der Teilung Indiens und Pakistans nicht mehr erneuert. Was ich hier noch nicht weiß, ist, dass der Aufwand, extra in die Stadt Jang zu fahren, komplett für den Arsch ist. Oha. Ich dachte schon, die Ladung fällt auf mich drauf. Puh, ich glaube, ich habe es fast geschafft. Ich glaube, es waren heute gerade mal 120 Kilometer. Lag vermutlich an der Straße. Wir waren die ganze Zeit mit gerade mal 30 oder 40 km/h unterwegs. Hat sich ganz schön gezogen. Und die haben gerade eben den Vorhang zugemacht. Was auch immer da im Auto jetzt passieren wird, ich möchte es nicht sehen, nicht sehen. Okay, Planänderung, schlechte Nachrichten. Pakistan möchte, dass ich das Land verlasse.
Also niemand möchte mich hier haben. Jeder sagt, egal in welcher Provinz ich mich befinde, sagt die Polizei, geh, bleib nicht hier. Kurz vor der Ankunft in der Stadt werde ich informiert, dass man mir nicht erlaubt, ein paar Tage im Hotel zu sitzen. Aber ich glaube, ihr könnt auch verstehen, wieso ich so verärgert bin. Mir wird ja jede Entscheidung genommen. Auch wenn ich sage, okay, ich nehme mir ein Hotel, wo ich 2 Wochen lang nur in meinem Zimmer sitze, 2 Wochen lang nur Videos schneide, mir Essen bestelle, mein Zimmer gar nicht verlasse. Sogar das funktioniert nicht. Alles für euch. Ich muss irgendwo Videos schneiden, damit nicht nochmal eine Folgenpause entsteht. Ich muss es irgendwo machen. Aber offenbar nicht in diesem Land. Man will mich quasi so lange eskortieren, bis ich endlich aus dem Land draußen bin. Ist ja auch völlig in Ordnung, kein Problem. Ihr Land, ihre Regeln. Aber im gleichen Zug bin ich auch in Kontakt mit anderen Reisenden, die zum selben Zeitpunkt Pakistan bereisen. Die haben keine Eskorte, sind frei wie ein Vogel. Das Problem mit der Dauerüberwachung haben manche Reisende, aber offenbar nicht alle. Ich verstehe es einfach nicht. Dies akzeptiere ich ebenfalls, aber meine Stimmung gegenüber dem Land verändert sich zum Negativen. Auf dem Weg fragt mich ein Polizist, wie gefällt dir Pakistan? Ich antworte aus meiner schlechten Laune heraus und sage, es gefällt mir hier nicht. Ich bin nicht frei und man möchte mich so schnell es geht loswerden. Nun, dieser Satz wird tatsächlich gleich alles verändern. Aber bis dahin fahren wir weiter, zu meinem Schlafort, wieder auf einem Revier. Als allererstes wird mir ein grimmig guckender Polizeichef vorgestellt. Sind zwar alle sehr nett, aber nicht sonderlich erfreut darüber, dass ich hier schlafe. Aber wo soll ich denn sonst schlafen? Ich schlage vor, im Innenhof zu zelten. Wäre mir sogar lieber, bisschen mehr Privatsphäre. Dies erlauben die mir natürlich wieder nicht. Na dann bleibt nur noch innerhalb der Wache. Die Herren, wir legen ein. Zimmer ist zwar nicht ganz so geil wie in der letzten Polizeistation. Hier schläft jemand neben mir heute Nacht. Aber immerhin kostenlos. Ich habe bereits an so vielen Wachen geschlafen. Inzwischen vergleiche ich eine Station mit der anderen, wie so eine Hotelbewertung. Can I sit somewhere or outside for food eating? ये कैमरा है आपका? Like photos, yes. If it's okay, no photos? No. Okay, then turn off. Oh, not allowed. Not allowed. Ja komm, die Szene wollte ich trotz Verbot noch filmen. Das ist noch das Essen von gestern. Von dem lieben Typen von gestern Abend. Die Reste zumindest. Ich kann dem Kerl von gestern so viel verdanken. Lieb, dass er mir die Reste hat einpacken lassen. Ansonsten hätte ich heute mal wieder den gesamten Tag gefastet. Beim Essen gucke ich friedlich eine Serie. Es fühlt sich friedlich an. Und plötzlich stürzen 4 Herren rein und bitten mich, nicht mehr zu essen. Die schauen alle sehr, sehr ernst, sodass ich sofort merke, hier stimmt irgendetwas nicht. Während der eine meinen Reisepass gründlich überprüft, fordert man mich auf, in einen kleinen Nebenraum zu kommen und mich hinzusetzen. Mein Gedanke dabei, shit, hab's wohl mit dem Filmen übertrieben. Das ist ein Verhör. Meine Gedanken kreisen in jede Richtung und plötzlich verlassen 3 von 4 auf Anweisung den Raum. Es bleibt nur noch einer mir gegenüber. Er wirkt nervös, während er telefoniert. Dann legt er auf, schaut mich an und sagt, es wird gleich jemand zu dir kommen und dir ein paar Fragen stellen. Ich denke mir, oh Gott, und frage, ist das ein Verhör? Did I do something wrong? No, I did nothing wrong. just courtesy meeting. So no interrogation. No interrogation, Just- no guilt, no offense. Okay. And what you are making videos or call, what are you anything some type of assignments, research paper? Die haben mich tatsächlich beim Filmen erwischt. Ich meine, guckt euch mich an, so läuft doch niemand herum. Und die wissen, was für eine Macht so eine Kamera hat und denken, ich wäre ein berühmter Influencer aus dem Ausland. Wie schon erwähnt, Pakistan will gut dastehen und da ist eine Person mit einer hohen Reichweite ziemlich wichtig. Aber in der Realität habe ich jetzt keine so hohe Reichweite, Stand jetzt. Aber man hat Angst, dass ich schlecht über das Land berichte. VIP-Protokoll. Urplötzlich bin ich von einem nervigen Jungen, den man irgendwo unterbringen muss, zum VIP geworden. Jetzt gibt man mir ein besseres Zimmer, der eine trägt mein Gepäck, der andere leuchtet mir den Weg mit einer Taschenlampe. Der Polizeichef von vorher, der ganz grimmig war, stand vor mir, wie wenn er gerade eine Restaurantbestellung aufnehmen würde. Officers
Come here. Come here. Officers come here. Officer comes here. Big boss, For, big for boss. talking. Talking away. Es kommt ein hoher Offizier vorbei, der mit mir reden möchte. Zumindest scheint er einen hohen Rang zu haben, weil jeder besonders viel Achtung oder Angst vor ihm hat. Und im Anschluss bittet man mich um eine Meinungsäußerung vor der Kamera. Okay, what should I say? Yes, I am thankful to Punjab Police and CP Faisalabad. He offered me a very good atmosphere here, and I am going to stay here. I am very glad to meet the people. Ich glaube, ihr versteht, die wollen mir ein bisschen vorschreiben, was ich vor der Kamera sagen soll. Das wird nicht passieren. Ich bin dankbar für alles, aber meine Meinung verkaufe ich nicht. Darum nenne ich das Gute wie auch Schlechte. They are saying, hey, look in the center and then with a smile on your face which looks good. Otherwise, I only smile when I have to smile. I don't fake a smile. My experience in Pakistan. do you feel secure? Do you feel secure? I mean, there was not even one situation where I was like, oh no, I don't feel secure, because there was everywhere police around me. Doch ganz am Ende habe ich noch ein paar gute Dinge gesagt. Keine Ahnung, wo man das veröffentlicht oder ob man das Ganze so schneidet, damit es am Ende nur noch positiv ist. Ist mir aber auch egal. Aber so sehe ich es wirklich. Ich fühle mich sicher, aber ich kann zugleich gar nichts machen. Wer die letzten Folgen gesehen hat, kann meine Situation ein bisschen besser vorstellen. Gerade eben war ich noch ein einfacher Junge auf dem Motorrad, den niemand hier haben möchte, und plötzlich, die Polizisten sind jetzt unglaublich lieb alle und hat mir sogar einen Blumenstrauß geschenkt, also so einen riesen Blumenstrauß. Ich habe gleich gesagt, Leute, ich kann das nicht mitnehmen. Vorher hätte ich noch in einem schmutzigen Raum schlafen müssen mit jemandem, und hier habe ich mein eigenes Badezimmer, mein eigenes Bett, meinen eigenen Bodyguard, der hier direkt vor meiner Tür pennen wird und für meine Sicherheit sorgt. Morgen wird mir die Stadt gezeigt. Ich lerne ein paar andere Offiziere kennen. Es findet eine Art Feier statt, wurde mir gesagt. Aus welchem Grund? Weil die denken, dass ich eine hohe Reichweite habe. Der morgige Tag wird crazy. Changing weather, ja. Guten Morgen zu diesem ziemlich nebligen Morgen hier bei der Polizeistation. Ich mache mich bereit, ich treffe mich wieder mit dem Typen von gestern. Mal schauen, was er so geplant hat. Morning, good morning. Man hat mir erzählt, die heutige Agenda sei lang. Ich sollte also nicht zu viel Zeit verschwenden. Und die Eskorte ist ausnahmsweise nur 30 Minuten zu spät. Was man wohl für mich geplant hat? Thank you so much. Thank you so much. You go too. Okay. Die Eskorte hat sich mal wieder verdoppelt. Jetzt sind nicht mehr 4 Polizisten um mich herum, sondern 8. Ja, die Polizei fährt auch über Rot. Ja, let's go. Einfach über Rot fahren. Die Polizei gerade eben hat mich gezwungen, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Das entspricht nicht den Regeln. Yes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach krass, das hier ist eine kleine Polizeistadt. Eine riesige, eingezäunte Zentrale. Ich habe noch nie so viele Beamten in meinem Leben gesehen an einem Ort. Salam, salam, there. This is our police department. Please come on. This is our chief of police. Das ist der oberste Polizeichef der Stadt. Nett mit ihm zu reden. Im Anschluss gibt es einen Preis, wie wenn ich gerade etwas gewonnen hätte.
what is your motivation to suddenly invite me here? Yes, we want tourism to grow in Pakistan. Yes, This is an open country. We are open for everybody. I know the perception about Pakistan in Europe is as if we are like butchers and we are. Yes. We have long beards and we are killing people. I think we are as good or as bad as any other nation. I think when we interact with people like you, the message goes clear and sound. Good and bad people are everywhere. We are making you an ambassador, unofficial ambassador. Yes, Ambassador. yes. Okay, foreign ambassador, Yeah. right? No. Oh, And you are missing the media. They are here to meet you. media is Yeah, behind. the media is here. Okay, anscheinend hat die Presse davon erfahren, dass ich hier bin. Ich bin plötzlich berühmt geworden. Alright, cello. Wir gehen jetzt die Stadt erkunden. Mal gucken, wie viele Leute folgen. Was passiert wird, mal schauen. Die Presse ist also dabei und begleitet mich und ein paar Polizisten in Zivil. We could walk, yes. Yes. Ah, the clock tower. Yes. The British built this, right? Yes. The British. It was basically designed on flag of Britain. Like they have The flag of Britain. Die Häuser um mich herum sind angeordnet wie eine britische Flagge, wenn man von oben herabschaut. There is no police around you. Yeah. I have instructed them to stay behind. So Okay, that you yeah. may have feeling. Yes, People yes, also yes. may feel like you are. Wobei wir auch ohne Uniform ein bisschen rausstechen. So ganz zivil sehen wir nicht aus. You will see the same almost people, public Okay. and style wearing in India as we have. You can see here right now. Almost equal, yes. Yes. Dresses are same, culture is same, Okay, language almost the same. almost the same. As you Almost can the same. take- That's what I don't understand. Like, people are identical, but often people are still very don't like India, don't like Pakistan. Yes. Still very much different Because between them. we fought almost 3 to 4 wars. Okay, big wars, but a lot so of that's, killings. So that's why I think people of both sides think that we are enemies of each other. Ja, okay. Die indische Partition 1947. Das Land wurde von den Briten aufgeteilt. Das größtenteils hinduistische Indien, das muslimische Pakistan. Leider hat die Trennung auf eine Weise stattgefunden, die sehr, sehr viel Spielraum für Konflikte übrig gelassen hat. Konflikte, die fast 80 Jahre später immer noch präsent sind. Das würde aber den Rahmen für dieses Video komplett sprengen. Okay, wir sind jetzt oben. Ah, das sieht so cool aus. Also dieser Turm hier wurde damals vor 100 Jahren, fast 100 Jahren von den Briten gebaut, um die Uhrzeit abzulesen. Jede Straße, die man hier sieht, führt direkt auf den Turm zu. One question I have. Is this fog or smog in the air? Smog from the cars. Ja, die Städte hier in Pakistan und Indien sind durchgehend in Nebel gehüllt. In Abgasnebeln. Ich bin gerade komplett überwältigt von dem, was um mich herum passiert. Ich fühle mich wie so eine Berühmtheit, wenn ich ehrlich bin. What is he doing here? It is basically like you brush your teeth on This routine for teeth basis. brushing? Yes. You can chew it, and then after you will wash your teeth. Toothbrush. It is a bit. Eine Zahnbürste hier in Pakistan. What is the difference between them? You can choose according yourself. Means these are the soft basically. Ah, okay, there's hardness, different hardness These level. are the basic differences of the difference. Does everyone use this? Do you have toothpaste, normal toothpaste too here in Pakistan, or only this year? Normally, it is used by the religion oriented because it is basically sunnah of our Prophet sallallahu alaihi wasallam to brush your teeth with miswak. 1400 years ago. 1400. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, 1400 years ago, okay. Also ein Prophet vor 1400 Jahren hat mal gesagt, Leute, ihr müsst Zähne putzen. Und damals gab es natürlich noch keine Zahnbürsten, nur solche Stöcker hier. Religiöse Leute gehen oft nicht mit der Zeit und benutzen nach wie vor statt Zahnbürsten Stöcker. Respektiere ich. Das, was ich hier trinke, ist Lassi.
per minute Faisalabadi bounds are 8 babies. 8 babies per minute. Like hard working culture in Pakistan. Yes, Really yes. hard working. It's just here. because of hard working and immune system, you know. You don't have enough people, still more come. I mean, makes sense. You have a lot of people here in Pakistan. Makes sense that more come after. You know the It is a basically Pathan camp. Pathan camp. Now I look like Pakistani. Do we go with car? Yes. Okay. आओ तो इधर बैठो बखैर से तुम भी पीछे आइयो Das ist so cool. Eine andere Art von Touristenguide. Hier in dem Fall mit der Polizei. Eine sehr, sehr besondere Erfahrung heute. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überwältigt. Ich versuche so gut wie möglich zu filmen, aber ich bin sowas von überwältigt gerade. Hallo. Wir schauen uns nun einen mehr als 100 Jahre alten, von den Briten gebauten Bahnhof an. So this railway station is still very much in use. It's old, but very much in use. Yes, but when you see the condition of the railway, you will not give the good remarks. National standard. Okay, excited. Here's the waiting area. The waiting area. Lots of people everywhere in Pakistan. Yes. Everywhere, lots of people. We have Ein sehr, sehr beschäftigter Bahnhof. Man kann hier überall hinreisen. Nach Islamabad, Lahore, Taftan. Now look at the track. Yeah, look at the track. You travel in electromagnetic trains, but in Pakistan you Yes. see the Pakistan is very, very hospitable. They Yes. care for tourist life. Yes. But for local life is different, right? Oh no. There's a stereotype in Europe that in Pakistan you travel on top of train, not inside of train. Is that true? It is basically the visuals of that you see, the visuals of train, it belongs to the India basically. India. But sometimes, yes, you can say sometimes when it is a rushy events, you can see the different visuals over there. People will travel over the So, roof. for example, this train, people can hop. It is very dangerous. It's dangerous, Yes. but like it's not electrical, so like there's no shock you can get. What is this? Yes. What is luggage? Cargo luggage. So not just passenger travel here. Yes. Company 2 cargo. 3 boxes. You can also. And take of course the this goods here. from different. Is this cargo or passenger? Yes. Salam. Hello, salam. Salam. The train moves. No. You go to Karachi? Lahore. Aha. Okay. Second big city. Have a nice travel, man. Goodbye. Es ist ein komisches Gefühl, Alter. Ich stehe hier nur rum auf der Treppe und 100 Leute gucken mich an. Salam. Who is a relative. Relative. So visiting is. Yes. His uncle. Hello, salam. Near Distoba taxi. Near to here. Eine wilde Mischung von unterschiedlichen Menschen, die alle unterschiedliche Ziele haben. Man muss sich immer vor Augen halten, obwohl hier so viele Menschen sind, sind das alles Individuen. Alle mit eigenen Zielen und Persönlichkeiten. Muss man sich immer vor Augen halten, wenn man große Menschenmassen sieht. Jetzt findet ein Interview statt mit 24. C41. National channel. Ah, okay. National. channel Faisalabad. You have national and regional. Yes. Wow, okay, lot of responsibility. Große Verantwortung, ich bin aufgeregt, was die für Fragen stellen werden. Mal schauen. जी बिल्कुल शहर फैसलाबाद में आम तौर पर ग्रेग फर्स्ट ऑफ ऑल हाई एंड अस्सलाम वालेकुम टू you travel as you say different places of Pakistan. Did you make any dictionary or translation words in your mobile phone? Have you? One I can remember, one I always hear, it's chikna. Okay, ठीक है.
Okay, Interview ist zu Ende. Es war sehr, sehr interessant. Hat ungefähr 15 Minuten gedauert. Ich war noch nie im Fernsehen, aber... We will publish your interview on both platforms. So I'm going to be famous. Yes, You make me famous. You will be in Germany famous, I will be in Pakistan. Yes, thank you so much. So, es geht jetzt weiter zur nächsten Station, wo auch immer das sein mag. Bye bye, Huda Hafiz. Huda Hafiz. Jetzt bin ich an einer gewöhnlichen Polizeistation. Zwar habe ich auch hier beim Rundgang ebenfalls gefilmt und es wurden ein paar Interviews geführt, aber ich kann euch das jetzt mal ersparen, war nicht so interessant. Shukriya, Faisalabad Police. Shukriya. Yes, yes. All right, man. Thank you so much, man. Thank you so much. It was an interesting experience, so. Die Presse verabschiedet sich. Ich bin mal wieder auf der Polizeistation, wo ich vorher war. What is the pronunciation of Ichi Live dish in your language? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Nochmal eben mein Motorrad abgeholt. Ich folge jetzt dem Typen, die haben für mich einen Schlafplatz organisiert, hier in der Stadt. Gestern wollte mich noch jeder wegschicken, niemand wollte mich haben und heute darf ich bleiben. Ich darf sogar länger bleiben, um Videos zu schneiden. Wer hätte das denn gedacht? Was passiert denn schon wieder um mich herum? Ich bin gerade eben in meinem Hotelzimmer angekommen. In meinem Zimmer, den ich nicht bezahlen muss, wird für 2 Nächte von der Polizei übernommen. Mein Essen wird mir ebenfalls größtenteils bezahlt. Ich habe den Polizeichef der Stadt getroffen, einer Stadt mit 4 Millionen Einwohnern. Und er hat mir hier ein Geschenk übergeben. Alles aus welchem Grund? Weil die denken, ich wäre irgendein Influencer. Sie wollen Pakistan gut dastehen lassen. Und weil sie wissen, dass ich mich gestern geärgert habe, so quasi als Entschädigung, schenken sie mir all das. Da sprechen wir von Sonderbehandlung, gell? Hat ja manchmal doch einen Vorteil, mit einer Kamera rumzulaufen. Wir holen uns jetzt gerade was zu essen. Mal gucken, was hier so gibt, was ich hier essen kann. Die haben mir angeboten, dass ich beim Hotel essen kann und die übernehmen all die Kosten. Aber ich will nicht übertreiben. Ich will nicht übertreiben. Here is good. This I like, yeah. Perfect. Das hier ist mein Weihnachtsessen. Heute ist der 24. Dezember, Heiligabend. Frohe Weihnachten. Bis das Video online kommt, ist vermutlich schon... Bis das Video online kommt, ist vermutlich schon Februar. Frohe Weihnachten nachträglich von mir und frohes Neues. Do you celebrate Christmas? No, it's no Christmas here. Meanwhile, the Christian community celebrates Christmas. Okay. Pakistan. You have Christian community in Pakistan. Okay. Christian minority. Ja. Und wo ich der festen Überzeugung war, jetzt passiert gar nichts mehr, gehe ich zurück zu meinem Hotel und beende das Video. Doch dann werde ich angerufen. Hello, brother. Okay, hallo nochmal von mir. Ich dachte, ich würde Feierabend machen für heute, aber gerade eben wurde ich von einem Polizisten eingeladen, mir die Weihnachtsfeier hier in Pakistan anzuschauen. Eigentlich bin ich zwar echt müde und ich habe gar keinen Bock, mein Hotelzimmer zu verlassen, aber so eine Chance habe ich nicht noch einmal in meinem Leben. Eine Weihnachtsfeier hier in Pakistan. Hello, man. Ah, das ist eine Church. Das hier soll anscheinend eine Kirche sein. Salam, hello. Hi. This is the church. This is the church. You can go inside if you want to. Yeah. You can talk to someone. That's cool. Arabic, of course. Of course, But, yes. yeah. Still, this is Christian, but still respect the Pakistani Yeah, but culture. if- Man erlaubt es mir hier frei herumzulaufen. Ich bin hier sicher.
Also ich bin auch deswegen sicher, weil so viele bewaffnete Polizisten um mich herum sind. Überall bewaffnete Polizisten, weil wir sprechen hier von einer christlichen Minderheit. Und jede Minderheit, egal in welchem Land, ist immer ein bisschen mehr bedroht als die anderen. Und hinter mir ein Kreuz, als ob ich gar nicht in einem muslimischen Land wäre. Und schaut euch das hier an. Man fühlt sich hier fast schon wie in Europa. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, nach so langer Zeit in muslimischen Ländern sowas hier zu sehen. Ich meine, ist ja jetzt schon 4 Monate her, dass ich in einem christlichen Land unterwegs war das letzte Mal. Here in Pakistan you take off your shoes. Just because of respect of Jesus Christ, so that's why we remove the... Hier zieht man die Schuhe aus, genauso wie es normalerweise in einer Moschee üblich ist. Nur das ist hier keine Moschee, sondern eine Kirche. Im Prinzip ein normaler Gottesdienst mit kleinen Unterschieden. Keine Schuhe, man sitzt auf dem Boden und Frauen und Männer sind getrennt. Und die Musik ist natürlich anders. Amen. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich würde mich verabschieden. Letztlich habe ich mein Ziel für diese Folge tatsächlich erreicht. Ich habe einen Ort gefunden, wo ich Videos schneiden kann. Das war ja auch das Einzige, was ich wollte. Und ich habe so viel mehr bekommen. Und nächste Woche geht es wie gewohnt weiter. Am Sonntag kommt es zum Finale meiner Serie. Die letzte Folge, denn ich bin kurz vor der indischen Grenze. Und damit dann auch danke fürs Dabeisein. Wir hören uns am Sonntag.